Wenn ihr wissen möchtet, wie ich diesen Herbstkranz erstellt habe, ja, dann würde ich vorschlagen, bleibt einfach dran. Im folgenden Video zeige ich es euch Step by Step. An Material für euren Herbstkranz benötigt ihr Mannstreu, Bauernhortensien, Fetthenne, Stacheldrahtpflanze, Besenheide, nicht zu vergessen einen Strohkranz. Der hat jetzt in meinem Fall einen Außendurchmesser von 30 cm. Dann habe ich hier noch eine Schere fürs Grün, nicht zu vergessen Bindedraht und eine Schere bzw. Zange, um den Bindedraht nachher auch schneiden zu können. Ja, und eventuell benötigt ihr nachher auch noch ein paar Krampen bzw. auch U-Haken genannt. Es kann gut möglich sein, dass ich mir nachher noch ein paar Materialien hinzuholen werde. Allerdings weiß ich das jetzt an dieser Stelle selber noch nicht. So, jetzt haben wir hier den Bindedraht und den Strohkranz. Den Bindedraht, den befestige ich jetzt an irgendeiner Stelle meines Strohkranzes. Da ich jetzt Rechtshänder bin, befestige ich das hier an der linken Seite. Linkshänder würden es dann halt andersrum befestigen. Ich verzwiebel das Ganze jetzt hier mal eben miteinander. Stecke den Anfang des Drahtes hier ganz entspannt in meinen Strohkranz mal hinein. Ja, und jetzt kommt die etwas mühseligere Arbeit. Ich muss mir mein Grün zurechtschneiden. Bei der Fetthenne, da werde ich hier diese ganzen einzelnen Blättchen nachher mal abzupfen. Mannstreu einfach so, ja, einkürzen. Ich sag mal, das Grün soll in meinem Fall auf keinen Fall länger als 15 cm gleich sein. Einfach hier so mal abschneiden. So, ich lege das mal eben beiseite. Bei der Knospenheide habe ich mir überlegt, ich werde die mal so schneiden, dass ich die nachher einfach mal spaßeshalber auspflanzen kann. Ich würde die jetzt nicht hier komplett bis unten hin abschneiden, sondern ich würde hier noch etwas Grün dran lassen. Mal schauen, ob das klappt. Kann ich euch leider erst nächstes Frühjahr berichten. Und was wollte ich jetzt noch zu der Knospen- bzw. Besenheide erzählen? Die bringt leider den Bienen und anderen Insekten überhaupt nichts, weil diese Knospen öffnen sich im Laufe der Zeit nun mal nicht. Teilweise gehen sie dann auch über den Winter dann halt leider mal ein, teilweise überleben sie auch. Also ich habe halt Knospenheide im Vorgarten, ja genau im Vorgarten, die hat den Winter halt überstanden, ist neu ausgeschlagen, könnte ich jetzt wieder abschneiden, aber das sieht jetzt gerade so toll aus, insofern will ich bei der jetzt nichts abschneiden. Und wie gesagt, ich lasse hier jetzt einfach mal ordentlich Grün auch noch mal dran. Das ist dann gleich so geschnitten, als wäre das Ganze, ich sag mal, so eine kleine Kugel. Muss halt jeder für sich selber entscheiden. Stacheldrahtpflanze, na, wo ist sie denn? Komm mal her. Schneide ich immer erst Step by Step was ab. Weil dann kann man das besser im Ganzen noch mal beiseite stellen, als wenn man jetzt von vornherein hier alles schon komplett abschneidet. Das hält dann halt letzten Endes nun mal besser und länger an der Pflanze selber, als wenn ich das jetzt hier irgendwo erstmal, sagen wir mal übertrieben, 2-3 Wochen rumliegen lassen würde. Trocknet zwar auch wunderschön ein, die Stacheldrahtpflanze. Ist auch nachher der Vorteil bei dem Kranz. Das sind alles Materialien, die dürfen auch ruhig im Laufe der Zeit mal eintrocknen. Aber wie gesagt, erstmal wirklich würde ich immer persönlich Step by Step alles abschneiden. Teilweise hat man ja auch ansonsten viel zu viel Grün. Die Heide, ne, die schneide ich jetzt gleich auch nach und nach immer ab. Die Bauernhortensien, da bin ich noch am Überlegen, ob ich die mit Haften nachher befestigen möchte. Einige kennen die auch unter dem Begriff U-Haken. Ich glaube, Krampen kann man auch dazu sagen. Oder halt Efeunadeln könnte man auch nehmen. Aber da mache ich mir jetzt selber noch mal ein bisschen Gedanken drüber. Ich zeige euch jetzt hier erstmal den Anfang von dem Kranz. So, ich nehme jetzt hier als erstes mal Stacheldrahtpflanze. Bleibt jetzt natürlich auch jedem selbst überlassen, wie viel er da nehmen möchte. Dann nehmen wir hier mal die Heide hinzu oder die Besenheide, Knospenheide. Ich mache mir jetzt hier so ein kleines Sträußchen mal daraus. Es dauert halt auch alles seine Zeit, bis man das dann halt letzten Endes, ja, ich sag mal so hat, wie man möchte. Dann kommt mal die Fetthenne hinzu. So ganz, ganz kleine, ich sag mal, Mini-Blättchen, die lasse ich jetzt allerdings dran. Ne? Wenn halt hier so größere dran sind, das hier muss ich jetzt auch nachher noch zurechtschneiden. Was wollte ich jetzt sagen? Die größeren zupfe ich ab. Dann haben wir jetzt hier mal den Mannstreu. Ihr könnt auch nur Sträußchen machen mit Stacheldraht oder nur mit Heide. Ne? Und dann macht ihr die Fetthenne und den Mannstreu separat. Ihr könnt auch letzten Endes ganz anderes Grün nehmen. Zum Beispiel reinfahren oder man könnte jetzt noch wilde Möhre damit einarbeiten. Da habt ihr ja, ich sag mal, Trillionen Möglichkeiten. Bindedraht, mein Sträußchen. So. Ach, ich wollte noch sagen, bei den Enden achte ich auch immer darauf, dass die so einigermaßen gleichmäßig abschließen.
Muss aber nur so einigermaßen sein. Na, komm mal her, Bindedraht. Und das Ganze wickel ich jetzt zweimal an meinem Strohkranz fest. Wer möchte, der kann das auch alles ja, direkt mit Krampen befestigen, stecken. Ja, könnte man jetzt auch machen. Zack, reinstecken, fertig. Aber ja, mit dem Bindedraht geht das Ganze auch noch mal ein bisschen schneller. Wäre jetzt auch für diese Kranzidee nicht nötig, das lieber mit Krampen bzw. Haften zu machen. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Ja, genau. Achtet beim Binden immer darauf, dass ihr das Grün so in etwa immer auf gleicher Höhe habt. Hier in der Innenseite verwende ich kürzeres Grün als hier oben, beziehungsweise an der Außenseite benutze ich mein längstes Grün, so rum. Es kommt auch vor, dass ich dann halt zweimal an der Außenseite arbeite. Ja, jetzt geht es hier gerade los, ne? Es kommt halt auch vor, dass ich dann zweimal an der Außenseite arbeite. Einmal hier die obere Seite und die Innenseite dann mal weglasse, damit ich halt im Laufe des Prozesses das hier immer so einigermaßen alles auf gleicher Höhe habe. Nicht, dass ich dann hier schon, ich sag mal hier unten schon bin, übertrieben gesagt, und hier oben, nee, wäre ja eigentlich andersrum, ne? Ich wäre dann hier an der Innenseite relativ weit, aber hier nicht an der Außenseite. Dann ruhig einfach mal auslassen. Innenseite kürzeres Grün, hier längeres Grün verwenden. Ich sag mal, das lernt man auch ganz schnell. Wenn man mal so ein, zwei Kränze selber gemacht hat, dann hat man den Dreh auch raus. Das ist nicht so schwer, wie es immer aussieht, finde ich jedenfalls. Und ich war ja irgendwann auch mal blutige Anfängerin. So ist es ja nicht. Und falls ich jetzt noch Grün benötige, ich kann euch nämlich jetzt auch noch nicht sagen, wie viel ich hiervon verwenden werde. Ich kann dann in den Garten gehen und mir zum Beispiel noch hier Fetthenne schneiden. Mannstreu habe ich auch noch Reserven. Wo ist er denn jetzt, hier geschnittene? Ach da, habe ich auch noch Reserve im Garten. Von den Heidepflanzen, genau, von den Heidepflanzen habe ich jetzt auch genug noch hier in meiner Werkstatt. Beim Mannstreu, da werde ich auch mal dreimal Mannstreu nehmen, nur einmal Mannstreu, je nachdem. So, dann haben wir jetzt hier die Außenseite. Ja, und natürlich auch immer darauf achten, dass man nachher von dem Strohkranz auch nichts mehr erkennen kann. Jetzt sähe sonst ein bisschen unschön aus, wenn man diesen Strohkranz sieht. Zur Not kann man dann immer noch, wie heißt es, Grün im Nachhinein hineinstecken. Ja, und dann immer peu à peu festmachen. So, ich zeige euch dann mal, wie ich die Bauernhortensien an meinem Kranz befestigen werde. Ich hatte jetzt ursprünglich vorgehabt, sie mit diesen Krampen zu befestigen. Das hätte ich auch nur dann gemacht, wenn der Stiel hier letzten Endes zu kurz wäre, um den halt gescheit mit dem Bindedraht befestigen zu können. In meinem Fall ist das aber jetzt lang genug, also der Stiel. Ich drücke mir die jetzt hier etwas mal zusammen, die Bauernhortensie. Lege sie mir hier auch überlappend auf das vorherige Grün. Ist mir gerade so eingefallen. Ich habe gar nicht gesagt, dass das Grün halt immer überlappend auf das vorherige Grün eingearbeitet werden soll. Hebe das hier an, ne, die Blüten, justiere mir meinen Bindedraht. Ja, ist aber fest. Und dann wickle ich das andere Grün halt wieder auf die gleiche Art und Weise an meinem Kranz fest. Ja, wie halt jetzt die ganze Zeit. So, ich brauche aber jetzt hier anderes Heidegrün. Ich habe jetzt zwei verschiedene Heide. Die eine, die ist ein bisschen, ich sag mal, ja, lilastichiger, bisschen kräftiger von der Farbe. Ich habe aber bewusst zwei verschiedene gekauft. Die hier ist ein bisschen heller. Ich wollte jetzt noch was sagen. Bei den Bauernhortensien auch immer darauf achten, dass ihr die nicht zu lang abschneidet, weil ihr schneidet dann aus Versehen die Blüte für das nächste Jahr ab. Ich habe jetzt hier zum Beispiel so eine ganz kleine Süße. Die würde ich dann mit so einer Krampe nachher befestigen. Kommt halt immer drauf an, wie lang sind die Stiele. Und ich schneide die aber immer auch so ab, die Bauernhortensien, dass da höchstens hier unten noch, hier haben wir ein Beispiel, unterhalb des ersten Blattpaares, was halt hier kommt, schneide ich ab. Nicht noch tiefer. Dann habe ich aus Versehen wirklich die Blüte fürs nächste Jahr mit abgeschnitten. Ich meine, es gibt auch Leute, die haben Glück mit ihren Bauernhortensien, die haben riesige im Garten. Da ist es dann echt egal, ob man da mal ein paar abschneidet mit Stiel oder mit einem langen Stiel vielmehr. Aber in meinem Fall, ja, ich sag mal, ich habe noch so kleine Baby-Bauernhortensien mehr so im Garten.
Ich zeige euch jetzt mal den Abschluss des Kranzes. Der Anfang wird jetzt angehoben werden und das nächste Grün schiebe ich da so drunter. Aber wirklich vorsichtig anheben, nicht, dass ihr euch das im schlimmsten Fall noch kaputt friemelt. So, Bindedraht ist am Start. Ich achte jetzt auch darauf, dass ich den Anfang jetzt hier nicht mit festwickle. Das wäre dann schlecht. Im Zweifel sonst einfach mal zu zweit machen, das geht dann auch. Aber wenn man das schon öfters gemacht hat, dann kriegt man das auch wirklich gut gebacken. Mal eben schauen. Ja, ein Bündelchen könnte da gleich noch hinein. Und diese Stelle hier, die wird jetzt nicht gleich bedeckt werden. Ihr werdet nachher sehen, warum. Bevor ich jetzt meinen Bindedraht einfach mal abschneide, überprüfe ich diese Stellen hier nochmal, ob das jetzt von der Fülle her so ausreichend ist. Denn an dieser Stelle kommt gleich diese Baumscheibe. Ich halte hier jetzt mal eben an und man kann es ja schon sehen, hier fehlt definitiv noch etwas Grün und auch ein klein wenig an der Innenseite. Von daher wird das Ganze jetzt hier noch weiter aufgefüllt werden. Ich denke hier noch zweimal Grün, Innenseite noch einmal Grün. Ja, so macht das einen guten Eindruck auf mich. Den Kranz drehe ich jetzt mal um. Das kann der abhaben, da braucht ihr euch jetzt auch keine Sorgen machen. Schneide den jetzt ab und befestige ihn an den bereits dran gewickelten Draht. Ich verzwirbel das Ganze hier auch mal, ziehe den allerdings auch noch mal gut stramm. Sicher ist sicher. Ja, ich gehe halt hier mal so dazwischen entlang, zwischen dem dran gewickelten Draht und dem Strohkranz. Nochmal stramm ziehen, nicht, dass das im schlimmsten Fall ja, noch auseinander fliegt. Und das Ende stecke ich jetzt in den Strohkranz hinein. Das, was ich jetzt mache, das könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht machen. Aber ich habe gedacht, das ist doch eine ganz coole Idee. Und wenn ihr jetzt auch, so wie ich auch, höchstwahrscheinlich so noch Reste haben solltet, die kann man, wenn man möchte, auch einfach nur noch in den Kranz hineinstecken. Es sei denn, ihr hängt den Kranz jetzt auf, dann würde das eventuell mit dem Wind hinausfliegen. Aber ich werde das gleich peu à peu hier alles noch so hineinstecken. Manstreu habe ich jetzt gar nichts mehr, Stacheldrahtpflanze auch nicht. Hier haben wir noch eine Fetthenne, stecken wir da auch gleich hinein. Und das hier kann man eben ein wenig beiseite. Was auch schön aussieht, wenn man den Kranz in kleiner erstellt. Oder was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ihr könnt den auch in kleiner erstellen. Weil es ist ja auch irgendwo eine Kostenfrage, muss man jetzt auch mal sagen. 1, 2, 3, 4, 5 Mal Heide, 3 Mal Stacheldrahtpflanze. Die anderen Materialien, die stammen aus meinem Garten. Insofern waren die für mich jetzt umsonst. So, Baumscheibe ist am Start. Ist hier unten eine Seite, die schöner ist? Ich glaube so rum nachher. Dann machen wir so rum. Heißklebepistole, könnt ihr ja schon sehen. Nochmal eben hier Lucky. Das sind jetzt Efeu-Nadeln. Ich mache da jetzt 2 Stück mit der Heißklebepistole mal dran. Der Heißkleber ist jetzt mittlerweile fest geworden und jetzt stecken wir das Ganze hier mal in den Strohkranz hinein. Vorher immer noch mal Lucky machen. Ich meine, zur Not kann man es ja auch wieder hinausziehen. Mal eben schauen. Ja doch, das klappt gut. Hebt den Anfang hier mal an. Ein Kränzchen oder Kranz, der ist ja eigentlich schon relativ groß geworden. Hier auch mal eben justieren. So. Doch, das hält. Sehr gut. Dann gucke ich jetzt noch mal, wo hätte ich eventuell noch gerne ein paar Heidepflanzen drin oder halt Fetthenne. Hier an der Innenseite. Das ist aber jetzt hier wirklich nur hineingesteckt. Das mache ich jetzt hier nicht noch extra fest. Das sind aber jetzt hier wirklich die absoluten Reste. Eben schauen. Da muss eigentlich nichts mehr hin. Ja, und dann kann man sich im Prinzip Gedanken machen, ob man den Kranz noch weiter dekorieren möchte oder ob man halt nur noch eine Kerze, was heißt nur noch, ne? Eine Kerze draufstellt und tada! Ich hatte jetzt noch darüber nachgedacht, ob ich hier etwas Moos drumherum legen möchte.
Das ist jetzt wirklich Geschmackssache, aber mein Gefühl, ja, ich weiß es noch nicht. Ich muss jetzt mal selber in Ruhe nochmal wirklich darüber nachdenken. Der Kranz hat mich persönlich jetzt auch sehr viel Zeit gekostet, weil ich immer mal wieder am Überlegen war, wie könntest du das machen und so. Viele Projekte entstehen halt bei mir auch immer im Laufe des, nicht die Projekte, so Ideen, ne? Wenn ich das halt erstelle, dann denke ich mir, okay, das könntest du vielleicht noch so machen oder so machen. Ich muss jetzt hier wirklich selber nochmal darüber nachdenken. Andererseits, dann sieht man halt diese Baumscheibe. Was ich jetzt auch noch zum Thema Kerzen erzählen wollte. Ich hatte vorgehabt, mir so eine LED-Kerze zu kaufen. Natürlich gab es die nicht in Orange. Von daher habe ich mich jetzt für eine ganz normale Kerze entschieden. Ich lasse die niemals irgendwie aus den Augen, die Kerzen, oder geschweige denn, ich lasse die bis nach hier unten hin abbrennen. Weil Sicherheit geht nun mal vor. Ich kann euch mal eine LED-Kerze zeigen. Aber der Farbton, der gefällt mir nicht. Ich habe jetzt nur diese eine hier. Ja, ich packe die jetzt mal nicht aus. Die ist auch für ein anderes Projekt gedacht. Und ich muss jetzt hier auch noch ein bisschen was vorbereiten, weil ich werde noch etwas weiter dekorieren. Mein Gott, ich bin schon wieder am Quatschen, ne, ohne Ende. Und ich muss jetzt wirklich selber überlegen, Moos drumherum oder nicht. Also um jetzt mal an dieser Stelle ehrlich zu sein, die Idee mit der Kerze gefällt mir persönlich jetzt nicht wirklich. Ich vermute, weil die Kerzenfarbe sich letzten Endes auch nicht hier in dem Kranz so wirklich widerspiegelt. Hätte ich jetzt Hagebutten eingearbeitet, ja, wer weiß, vielleicht. Ich habe jetzt hier noch in meiner Werkstatt ein bisschen, ich sag mal, rumgewühlt. Habe hier noch dieses Windlicht, passt auch nicht zu 100% farblich, dieser Terrakotta-Ton. Hatte noch für einen Moment darüber nachgedacht, das anzusprühen, mache ich aber jetzt nicht. Und dann habe ich noch dieses ganz alte Glas. Und das spiegelt sich ja auch vom Farbton hier in dem Kranz wieder. Ja, und last but not least werde ich noch ein paar angesprühte Bucheckern einarbeiten. Die hatte ich mit Goldspray vorhin noch eingesprüht. Ich hoffe, die sind schon trocken, ansonsten habe ich gleich goldene Hände oder Finger. Was wollte ich jetzt sagen? Die stecke ich jetzt hier nur in den Kranz hinein. Dann wollen wir dich auch mal anmachen. Ich muss die jetzt hier nicht komplett runterbrennen lassen im Laufe der Zeit. Es gibt auch Kerzen, die zünde ich halt an und ich lasse die aber nicht runterbrennen. Dann dienen die halt wieder für andere Videos. Weil diese Kerze hier, die hat gekostet, steht es jetzt hier unten drauf. Ich meine, ich habe dafür 5 Euro bezahlt. Ich muss ja auch ein bisschen auf die Kosten achten. Und die hier, die kennt ihr vielleicht schon aus anderen Videos. Die hatte ich des Öfteren halt mal wieder benutzt. Und noch mehr werde ich an dem Kranz jetzt nicht einarbeiten. Mir persönlich gefällt er jetzt richtig gut. Und das ist ja die Hauptsache. Im Laufe der Zeit wird der Kranz natürlich auch noch eintrocknen. Aber ich persönlich finde, das sind jetzt letzten Endes alles Materialien, die halt eingetrocknet auch noch richtig klasse aussehen. Und alle benötigten Materialien für das Projekt findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Ansonsten werde ich mich jetzt auch an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach.